Kalka. Wir sind auf der Offroad-Messe 4x4. Ja, und da steht er, ein Steyr mit H-Kennzeichen. Er sieht aber ganz modern aus. Er sieht überhaupt nicht aus, als wäre er schon so alt, dass er ein H-Kennzeichen bekommt. Und hier sind die stolzen Besitzer. Sie werden uns gleich mal erzählen, denn hier vorne gibt es nämlich einen Shader. Da kann man sogar durchgucken. Der ist speziell für die Armee entwickelt worden. Ja, sie haben ihn neu gebaut. Und hier ist der Besitzer, der einen LKW-Führerschein hat. Erst seit einer Woche, ja. Du bist der Wolfgang. Ich bin der Wolfgang, hallo. Ja, grüß dich, Wolfgang. Du hast eine Frau mitgebracht. Wie heißt du? Claudia. Du bist deine Frau? Ja. Okay. Schon verrückt, das Projekt, oder? Sehr. Man braucht viel Geduld und viel Ruhe. Ja, tolles Auto. Ja. Du bist jetzt das erste Mal mitgefahren oder habt ihr schon mal Probe geschlafen? Nee, wir haben schon öfter damit Urlaub gemacht. Also da war er noch gar nicht fertig gewesen. Da war noch nicht fertig. So, jetzt ist er aufgelastet. Das heißt, er hat jetzt die volle Tragfähigkeit. Er wiegt jetzt wie viel? Zwischen 9,5 und 10 Tonnen, kommt ganz einfach darauf an, wie voll die Tanks sind. So, jetzt werden wir erstmal über diese Shader berichten und dann kommen wir auf euch mal zu sprechen. Vielen Dank erstmal. Bis gleich. Man kann durch diese Shades da durchgucken, richtig? Ja, das wurde extra für die Wehrmacht hergestellt. Das nennt sich bei Steyr Glitzerschutz. Und zwar, das Auto hat ja normalerweise Tarnfarbe. Und wenn die dann irgendwo zwischen den Bäumen irgendwo stehen und die Sonne scheint drauf, würden ja die Scheiben normalerweise glitzern. Ja. Und deswegen hat man diese Dinger da entworfen. Von innen kann man also durchsehen. Man könnte also im Zweifelsfalle mit dem Auto so wie es ist fahren. Ja, man sieht zwar ein bisschen schlechter, aber es würde gehen. Das Schöne ist natürlich jetzt in der Sonne. Das ist eigentlich gedacht für einen Wehrmachtseinsatz, aber es ist perfekt, oder? Ja, genau. Also ich glaube, dass wir die Temperaturen im Innenraum um mindestens 15 Grad reduzieren, weil wir haben von dort einen Durchgang nach innen. Sodass wir also auch nicht die Wohnung aufheizen innen drin. Ja, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Du hast das selbst entwickelt, selbst gebaut, bis auf das Basisfahrzeug. Den Rest hast du selber gemacht? Genau. Wir haben dieses Fahrzeug gekauft. Das ist ein Steyr 12M18. M steht für Militär. Und das war neu? Nein, Baujahr 86. Baujahr 86, aber die Form, das sieht ganz, ganz modern aus. Ja klar, ich meine, um das einfach mal zu zeigen, H-Kennzeichen historisch. Echt? Ja, Baujahr 86. Und der hatte damals schon so eine futuristische Form? Die Form war damals relativ futuristisch, sodass also auch die Firma MAN, die hat ja Steyr übernommen, dieses Design vom Führerhaus weiter übernommen hat für deren MAN-Fahrzeuge. Ja, man sieht auch schon, da ist eine Wohnraumkabine hinten drauf. Man kann durchgehen. Ist da so ein Faltenbalg oder dazwischen? Ja, genau. Da ist ein Faltenbalg dazwischen. Den kann man jetzt eigentlich schlecht sehen, weil ich hier noch Staukisten dazwischen gebaut habe, ja, wo ich Sachen drin habe, die man eigentlich relativ selten braucht. So, und das sind Reifen, die kamen so ab Werk? Nein, also wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal gerade daneben stellst, dass man mal die Dimensionen mal sieht. Ich schätze mal, die sind bestimmt so 1,50 Meter hoch, oder? Ja, also ich bin 1,75 Meter. Du bist 1,75 Meter. Ja. Also sie könnten so 1,40 Meter hoch sein. Die wiegen natürlich auch einiges, oder? Mit der Felge ca. 150 Kilo das Stück. Das Stück. So, das heißt, also damit kommen wir überall durch? Also sagen wir mal so, da wo ein Unimog entlang kommt, da kommen wir auch entlang. Das Gewicht von dem Fahrzeug? So wie es jetzt hier steht, zwischen 9,5 und 10 Tonnen, je nachdem wie voll die Wassertanks sind, wie voll die Sprittanks sind. Ah, der ist gar nicht so schwer. Nee, also das Fahrzeug ist von Haus aus zugelassen für 11,5 Tonnen. Und im Wehrmachtsfalle dürfte der sogar 18 Tonnen transportieren. Deswegen sind entsprechend die Achsen und Getriebe und Motor ausgelegt. Okay, das heißt also, der ist zugelassen für eine Last X, kann aber dann auch im Notfall mehr machen. Korrekt. Okay. Hier unten sieht man was ganz Besonderes. Das ist nicht starr, das hat einen Grund. Ja klar, das hat was mit dem Böschungswinkel zu tun, so nennt man das. Also wenn man zum Beispiel jetzt, deswegen ist das hier auch alles abgeschrägt, wenn man hier eine Böschung hat, dann ist dieses Ding hier beweglich, damit es nicht abreißt, wenn man gegen eine Böschung fährt. Ist es schon passiert, dass du das berührt hast irgendwo? Nee, noch nicht. Okay, das heißt, du bist nicht so hardcore-mäßig unterwegs? Eigentlich schon. Nur Corona hat uns ganz einfach ein bisschen die Suppe versalzen, sonst wären wir auch schon weg. Der ist ganz neu jetzt im Einsatz, gell?
Ja, ich sag mal, er hat schon von Schweden, Dänemark über Frankreich, Italien alles gesehen, aber dafür, wofür er gebaut worden ist, das hat er noch nicht. So, wenn du sagst, du hast den selbst gebaut, was hast du denn alles selber gemacht? Alles. Ja, das Fahrzeug an sich kommt von der Wehrmacht mit einem Pritschenaufbau, wo hinten ein paar Bänke drauf sind, damit also ganz einfach die Soldaten drauf sitzen können. Okay, und das war jetzt gebraucht. Ihr habt die gebraucht gekauft von der Wehrmacht? Das war gebraucht, das war sogar ein ehemaliger Fahrschulwagen von der österreichischen Wehrmacht, der ulkigerweise 2 Lenkräder drin hatte. 2 Lenkräder. Ja, genau. Also nicht wie bei uns nur zweimal Pedale, sondern 2 Lenkräder und Pedale. Das habt ihr natürlich drin gelassen, damit deine Frau mitfahren kann. Ja, eigentlich weniger. Die ist nämlich drin. Die räumt gerade ein bisschen auf, denn ich habe gefragt, ob wir mal reingucken können. Ihr habt auch Luft drin, Druckluft? Ja, sicher. Das ist eine druckluftunterstützte Hydraulikbremse. Und da ist das Silberne, was man da sieht, ist ein sogenannter Zwischenrahmen. Der nennt sich Federrahmen, weil es ist ja so, dass das Fahrzeug im Gelände sich also verwringt. Und die Kabine, die ist nicht dafür gedacht, dass sie sich verbringt. Deshalb gibt es dort einen Zwischenrahmen, der ganz einfach die Kabine in einer vernünftigen Haltung hält, damit also da nichts drin zerbröselt. Ah, ich verstehe. Also das bedeutet, das ist federnd gelagert, die Kabine. Ganz genau, die ist federnd gelagert. Es gibt also da verschiedene Systeme, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Wir haben uns ganz einfach für ein Federsystem entschlossen. Ja, das Ventil sieht interessant aus. Was ist da anders? Es ist so, dass dieser kleine schwarze Halter, den wir da sehen, ist ein Sensor, der mir nach oben einen Befehl gibt, wie viel Luft ich habe und wie warm der Reifen ist. Echt? Also sehr, sehr oft kommt es ja vor, dass also der Reifen irgendwie platzt, weil der irgendwie Luft verloren hat. Mhm. Und ich habe einen kleinen Monitor im Fahrgastraum. Achso, der funkt das dann praktisch rüber. Der funkt mir hoch, wenn ich kann ein Plus und ein Minus eingeben und wenn der eins davon verlässt, piept es und dann weiß ich immer, sucht er den nächsten Parkplatz. Das ist möglich, sowas auch nachzurüsten. Gibt es im jeden Zubehör? Fall. Ja, ja. Okay. Ja, da ist Diesel drin, der fährt mit Diesel. Was da für ein Motor drin, für eine Maschine? Er hat einen 6,6 Liter Motor, der serienmäßig 180 PS hat. Durch eine andere Einspritzpumpe und durch einen Ladeluftkühler hat er jetzt 240 PS. Serienmäßig hat er 180 Liter Diesel. Wir haben jetzt hier 400 Liter und auf der anderen Seite 360 Liter Diesel. Okay, ja, das heißt, im Moment sind die Spritpreise ja gering. Da macht das Tanken Spaß oder mehr Spaß? Ja, mehr Spaß als sonst, aber ich sag mal, bei 800 Liter und Literpreis 1 Euro sind es trotzdem 800 Euro für voll zu tanken, wenn es leer ist. Das heißt, du kannst dir aber die Tankstelle auswählen, wenn es längere Reisen sind? Das ist der Grund des ganzen Spielchens, dass ich also mir zum Beispiel, wenn wir unterwegs nach Mauretanien sind oder Senegal, dass ich ganz einfach in Luxemburg tanke und das nächste Mal irgendwo im Senegal. Also ich habe 4000 Kilometer Reichweite. 4000 Kilometer, Ja. wenn du dich zusammenreißt. Ja, wenn ich nicht mehr als 20, 22 Liter brauche. Okay, das heißt, das geht, wenn man will. Das geht, wenn man nicht so viel im Gelände ist, geht's. Also momentan ist es so, dass er zwischen 18 und 20 Liter auf 100 Kilometer auf normalen Landstraßen, Autobahn braucht. Ja, hier sieht man das auch mit dem Winkel, deswegen ist wahrscheinlich die Box auch im Dreieck gefertigt. Korrekt. Das hängt wieder mit dem Böschungswinkel zusammen. Jetzt, wenn man natürlich jetzt sieht, dass ich dort so eine Anhängerkupplung dran habe, da vernichte ich natürlich meinen Böschungswinkel wieder. Das hängt aber nur damit zusammen, dass wir auf dem Weg in den Süden noch ein Boot mitnehmen, was wir dann irgendwo unterwegs stehen lassen, um dann ganz einfach später mal ins Gelände zu fahren. Ja, sehr schön. Das heißt, die Mobilität ist natürlich mit so einem Fahrzeug, damit kann ich nicht mal eben in die Stadt zum Lidl fahren. Ja doch, also man kann das sehr wohl. Wie man sieht, haben wir hier ein Provisorium, wo wir unsere Leiter reinhängen. Aber hier sieht man diese großen Platten. An diesen Platten kommt jetzt ein Lift dran und auf diesen Lift kommt ein Quad. Quad. Ein Quad, wir nehmen ein Quad mit. Und der schwebt frei. Ja, das ist so, hier kommt eine Seilwinde dran. Und dann über eine Umlenkung wird diese Seilwinde ganz einfach unser Quad rauf und runter lassen. Das Gewicht von einem Quad? 350 Kilo. Und das geht. Das geht. Also auch der Lift selber wiegt ungefähr 300 Kilo. Und hier diese Platten sind zugelassen für ca. 1 Tonne.
Ist das Lenken denn leichter vorne? Weiß ich noch. Weiß ich noch nicht, weil die Konstruktion, der Lift ist momentan beim Verzinken. Den bekomme ich nächste Woche Montag wieder und dann werden wir es sehen. Das heißt, du kannst beides dranhängen. Du kannst also hier eine Deichsel theoretisch dranhängen. Du hast auch einen Führerschein großen? Ja. Nee, ein CE. Das heißt, du darfst auch Anhänger fahren. Dürfte ich, ja. 40 Tonnen. 40 Tonnen, wunderbar. Also 18 Tonnen darf ich hier dranhängen. Und das hast du vorher schon gemacht oder den Nein. Führerschein? Nein. Ich bin eine Zeit lang sogar gefahren, wo ich etwas überladen war. 7,5 Tonnen. Ja. C1E. Ja, genau. Das Auto war ursprünglich zugelassen für 7,5 Tonnen. Ich musste mich nachher belehren lassen, dass der Aufbau, so wie ich ihn konzipiert habe, niemals mit 7,5 Tonnen zurechtkommt. Das heißt, es waren 7,6 dann. Ist knapp, ja. So, ich sehe schon, was du meinst. Wir wollen ja nicht ins Detail gehen. Blattfedern? Blattfedern, nein. Das nennt sich sogenannte Parabelfedern. Wenn man so richtig guckt, diese Federnpakete berühren sich nicht selbst. Dadurch ist der Reibungswiderstand hier relativ gering. Das heißt, die Federung ist. Ich zeig das mal gerade von unten. Ich muss mich mal gerade hinlegen. Als bei einer Blattfeder. Da ist die Federung und da hinten sind die Federbeine noch drunter. Die roten, das sind Stoßdämpfer. Das sind neue Stoßdämpfer, die sind einstellbar. Die sind neu von der Firma Koni. Und da sind die Gasflaschen drin, gell? Da sind die Gasflaschen drin, weil. Kommen wir da ran, Andi? Ja, sicher. Die sind abgeschlossen mit einem Schloss und gegurtet. Und wenn ich das Schloss löse, kann ich die einwandfrei rausnehmen. Okay, das heißt, man kann die von dort entnehmen. Man kann die nicht von oben entnehmen. Ich kann die von hier entnehmen. Hat den Vorteil, dass ich im Innenraum keinen Platz wegnehme. Dass im Falle einer Undichtigkeit ich auch kein Problem habe, weil Gas ganz einfach schwerer als Luft ist. So ist das. Ja, da ist noch Licht hinten dran. Wichtig. Ja, sicher. Rückfahrscheinwerfer, damit ich auch beim Rückwärtsfahren hinten für alles vernünftig ausgeleuchtet habe. Ja, ich komme ja nicht mit dem H-Kennzeichen drüber weg, weil der sieht unglaublich modern aus. Ja, es ist ganz einfach so, dass alles nur überholt worden ist. Aber zum Beispiel diese Kabine gab es also auch schon in den 80er Jahren. Okay. Und da gibt es auch Prospekte von Steyr, wo diese eine ähnliche Kabine schon auf dem Fahrzeug drauf ist. Da war das okay für die? Das war dann okay. Toll. Muss ja auch so sein, weil es kann ja nicht sein. Das heißt, ist es zulässig, man darf, glaube ich, beim H-Kennzeichen darf man Sachen, die zeitgenössisch sind, aber modern sind, die darf man nachrüsten. Das ist richtig. Aber man muss es ja auch immer noch ein bisschen differenzieren. Es gibt ganz einfach TÜV-Prüfer, die sogar ein Radio mit CD-Player nicht gut finden. Und andere wiederum, die ihren Ermessensspielraum entsprechend vernünftig ausnützen, sagen, ja, das gab es damals schon, ich gebe dir das H-Kennzeichen. Gut, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe noch einen T3, der kommt jetzt, ist noch nicht als H zugelassen, aber das wird eine kleine Odyssee. Ja, ich schaue mal so ein bisschen, das hier könnte auch irgendwo in Afrika sein. Ihr habt euch einen Baum gesucht, da ist so das Segel festgespannt. Ja, wir haben uns einen Baum gesucht, damit wir ein bisschen im Schatten sind. Gott sei Dank haben wir es auch richtig ausgesucht, dass die Sonne also richtig steht. Sehr schön, ja. Ich schaue mir das Ganze mal an. Man muss ja schon ein bisschen schwindelfrei sein. Das heißt, hier die Treppe, die ist jetzt frei. Ist das schwer, die rauf und runter zu laufen? Nein, deswegen haben wir dieses Tau da dran. Dieses Tau ist wie ein Handlauf. Das heißt, das nehme ich in die Hand und hangel mich mehr oder weniger an diesem Tau hoch. Zeig mal. Ich will das mal sehen. Das Tau zum Hangeln. Interessant ist hier, dass du die Möglichkeit hast, hier auch diesen schrägen Winkel hochzugehen. Ich nehme an, das ist für den Hund, oder? Korrekt, korrekt. Das ist für den Hund, damit er jederzeit da rein und rauskommt. Dadurch, dass wir einen Durchgang haben von dort nach innen, kann er nach innen rein. Wenn es zu warm ist, kann sich in den Schatten legen. Ich habe eine ganz blöde Frage. Was ist denn das für ein kleiner schwarzer Kasten auf dem Dach? Das ist der Luftfilter. Der Luftfilter? Der Luftfilter, der saß normalerweise hier unten. Ich habe jetzt also eine Warttiefe, die liegt ungefähr bei 1,30 Meter. Ich kann also durch 1,30 Meter tiefes Wasser durchfahren. Du hast eine Watttiefe von 1,30 Meter? Ja. Das ist ja unglaublich. Alles, was da vorne sieht man auch den Balken ein bisschen. Ja, da ist er. Alles, was höher ist, ist schlecht. Alles, was höher ist, läuft das Wasser in die Kabine. Aber laufen würde der Motor immer noch, weil der eine mechanische Einspritzpumpe hat und die Luft holt er sich von oben. Also theoretisch würde der laufen bis zum Scheibenrand. Ja, vorne steht's, don't touch my Steyr. Ich lasse das mal so unkommentiert stehen. Aber so Fans, wenn man jetzt anderen begegnet mit dem Steyr, das ist schon lustig, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, es gibt eine sehr gut strukturierte Community, also das Steyr-Forum, wo wir alle sehr gut vernetzt sind, was Ersatzteile angeht, was Probleme angeht, technische Probleme angeht. Also die einen Steyr haben, die kennen dieses Forum. Das ist wirklich sehr hilfreich. So, du hast es selber gebaut. Das bedeutet, du hast vorher schon mal Wohnmobil gebaut? Oder? Nein, ich bin gelernter Kfz-Meister und habe bis zu meinem 30. Lebensjahr in einer Werkstatt gearbeitet. Und danach war ich in der Automobilzuliefererindustrie. Als mein Ruhestand näher kam, habe ich Du bist schon im Ruhestand? Ich bin schon im Ruhestand, seit einem Jahr. Okay, das heißt, du bist mit 54 dann in Ruhestand? Ja, nicht ganz. Rechne mal 10 Jahre dazu, dann passt's. Super. Ja, da hinten, da ist eine Frau, die hat aufgeräumt. Das ist die Vorname? Das ist die Claudia. Die Claudia. Wolfgang und Claudia. Ihr habt einen Hund, wie heißt der? Das ist die Laila. Das ist also unser Wachhund, der die Zähne zeigen soll allen Leuten, die hier im Auto oder ums Auto nichts zu suchen haben. Denn ihr steht auch schon mal frei, muss man sagen. Das ist unser Bestreben. Also wir wollen nur im Zweifelsfalle auf dem Campingplatz, um gegebenenfalls mal Wäsche zu waschen und uns, was weiß ich, in den Swimmingpool mal zu springen. Ansonsten haben wir alles dabei. Wir haben 400 Liter Frischwasser, wir haben Kalt, wir haben Warmwasser, wir haben genug Strom, wir brauchen keinen Stromanschluss. Wir haben alles da. Solar am Dach? 800 Watt. 800 Watt. So, jetzt gibt es hier so ein kleines Detail, bevor wir zu dem Seil kommen, das wir gleich mal testen werden. Hier vorne kann man was ausziehen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es ist ganz einfach. Die Problematik hat sich für uns damals dargestellt, wenn man zum Beispiel mit diesem Fahrzeug jetzt irgendwo hinfährt zum Einkaufen, auf den Supermarkt. Wie kommt man in dieses Fahrzeug, ohne diese Leiter aufzustellen? Ja. Und deswegen habe ich mir so ein Thema hier erfunden, also ausziehbar. Dann mache ich diese Stufe dran und zack komme ich an die Tür dran, um meine Einkäufe gegebenenfalls direkt in den Kühlschrank zu bringen. Ah, das wird wie jetzt ausgezogen, die erste Phase? Ganz einfach, also ich müsste jetzt die Stützen hier wegmachen. Ja, okay. Hier, das sind feststellbare Ausziehmechanismen und jetzt lässt es sich bewegen. Und ein Schwerlastauszug. Mit diesen, jeder Auszug kann 300 Kilo, also wir haben da gewichtsmäßig überhaupt kein Problem. Ja, man kann es auch noch nutzen zum darauf liegen. Korrekt. Und zum Sitzen mal schnell einen Tisch davor gestellt und braucht man gar nichts raus. Ah, stimmt. Das heißt, die Sitzhöhe ist auch klasse. Ja, passt. Kann sich drauf machen. Hier der Dieseltank ist abschließbar. Nee, oder was ist da drunter? Das ist einer von den originalen Staukisten, die Steyr verbaut hatte. Da ist zum Beispiel Wagenheber und schwere Sachen drin. Schwere Sachen sind bei uns alle ziemlich weit unten. Prima. So, und da ist das Seil. Das heißt, die Treppe selbst, die ist flach dann, wenn man Genau, sie zusammen die kann ich zusammenschieben. Das ist jetzt eine Sicherung, dass sie sich nicht zusammenklappen kann. Die wird nachher unter dem Lift montiert, wo das Quad drauf ist. Momentan haben wir hinten das Provisorium dran. So, ich zeige mal gerade eine Frau. Sie ist ganz entspannt. Ihr wart schon immer Camper? Eigentlich ja, also seit meinem 15. Lebensjahr mit Zelt. Anschließend mit einem großen Wohnmobil. Als ich sie kennengelernt habe, hat sie auch mit einem ganz kleinen Auto angefangen, welches immer größer wurde. Und vor 3-4 Jahren haben wir gesagt, also wir wollen nicht mehr auf Campingplätze, wir wollen irgendwo freistehen. Und da haben wir uns etwas ausgesucht und da ist dann der Steyr bei rausgekommen. So, du hast also das Fahrzeug erworben von der Armee. Es gibt in Deutschland einen Händler, der diese Fahrzeuge in Österreich in einer Auktion ersteigert. Okay. So, dann kam ja das Fahrzeug. Das sah ja wahrscheinlich nicht so aus, der Rahmen und alles, sondern Nee. du hast den komplett überholt. Ja, ich habe zuerst mal die Pritsche runtergeschmissen, dann habe ich den Innenraum, das heißt also das Führerhaus entkernt, dann mit Trockeneis das ganze Chassis und so weiter gereinigt. Dann wurde das Chassis lackiert, dann wurden die Federn überholt, die Stoßdämpfer überholt, die Simmerringe. Alles. So, dass wir möglicherweise, wenn wir fern der Heimat sind, also keine Probleme haben werden. Ja, du hast mir auch erzählt,
das soll alles gut zu reparieren sein. Da gibt es auch eine kleine Anekdote. Du hattest mal ein kleines Problem im Getriebe und das hast du dann selber gelöst. Ja, das Problem war ganz einfach, dass wir auf ein Stauende zufuhren. Dieses Fahrzeug hat eine sogenannte Doppel-H-Schaltung. Und wir waren in der großen Gruppe, haben runtergeschaltet. Ich habe zu schnell geschaltet und hatten sozusagen auf einmal 2 Gänge drin, sodass das Getriebe blockiert hat. Okay. Das konnten wir aber dann irgendwie so weit beheben, dass wir zu einer Werkstatt kamen, die dann sofort das Getriebe ausbauen wollten. Aber da wir sehr kostenorientiert bauen, habe ich gesagt, lass uns mich das selber mal gucken, und ich konnte den Fehler dann selber beheben. So, wir gehen am besten mal rein. Sie hat aufgeräumt. So gut wie es geht. Das ist jetzt das Seil, da kann man sich einfach hochziehen und auch runterziehen. Ist das gut, das Seil? Das ist gut, sagt sie. Ja, das glaube ich dir. Ja, schön sind auch, ist allein mal zur Sicherheit, ist die reine Höhe. Das heißt, man ist ja über dem Geschehen und jemand, der hier rein will, der muss erstmal auf die Höhe kommen. So ist das. Das heißt, mit der Leiter muss er erstmal hoch, dann habt ihr richtige Fenster hier drin. Das sind keine Campingfenster. Die haben wahrscheinlich auch mehrere Zapfen zum Zumachen. Erstens mal mehrere Zapfen, außerdem sind die dreifach verglast mit Sicherheitsglas. Ja. Okay, also Postmahlzeit. Also durch die Fenster am besten nicht reingehen. Ja, außerdem haben wir die Fenster extra in einer solchen Größe gewählt, dass also da nur noch sehr geschmeidige Menschen durchkämen. Ich käme da schon nicht mehr durch. So obendrauf, da ist auch das Seil. Das ist natürlich passend in Gold eingefasst. Ich gehe mal kurz rein. So, das ist jetzt der Vorraum. Da ist die Toilette. Ja, das ist die Toilette und gleichzeitig ist es also unser Duschraum. Das ist unser Badezimmer. Also hier unten drunter ist also ein großer Ablauf. Das heißt, wir können auch ein bisschen schief stehen. Das Wasser läuft also, wir haben ein Gefälle im Boden drin von 3 cm, sodass das Wasser, also wenn wir nicht total schief stehen, also immer bis dahin läuft. Okay, ihr habt ja keine Luftfeder drin, das heißt, ihr könnt das Niveau nicht regulieren. Ihr müsst dann gucken, dass ihr einigermaßen ein bisschen gerade oder... So relativ gerade steht oder schon mit einem dicken Stein und fahrt da einfach drauf. Da vorne hast du Licht drin, das ist ja wichtig im Bad. LED hast du ja eingebaut. Ja, LEDs und dann auch hier noch, das ist also das, was man so, das Nötigste, was man im Bad braucht. So, da vorne hast du ja alles ziemlich massiv, muss man sagen. Also ja, das ist schön. Und da ich schon früher öfters mal irgendwie zu einer Unfallstelle kam, haben wir auch hier noch einen großen Feuerlöscher. Wir haben einen vernünftigen Verbandskasten, eine Löschstöcke hier. Man weiß nie, was passiert. Schön. Und du weißt auch, wo alles hängt. Korrekt. Da oben sind auch die, wie es gehört, in Feuchträumen. Das ist ganz oben dann die Steckdose. Schön, ja, dann bin ich ja mal sehr gespannt. Achso, du kannst es abtrennen, wenn du reingehst. Normalerweise, wenn wir Besuch haben oder so, trenne ich es einfach hier ab. Ja, praktisch. Dann haben wir einen Durchgang und kein Mensch kommt also an die Toilette dran. Sehr schön. Jetzt geht man hier durch. Wow, ihr habt einen richtig großen Kühlschrank drin. Das ist ein 230 Volt normaler? Normaler 220 Volt Kühlschrank, weil wir haben uns gesagt, warum sollen wir einen 3000 Euro schweren Camping-Kühlschrank nehmen, weil wenn der uns irgendwo im Oman kaputt geht, da kann uns kein Mensch einen Ersatzteil liefern. Und hier den schmeiße ich dann einfach raus und kaufe mir bei Saturn einen neuen. Auch im Oman erhältlich. Korrekt. Ja, der hat dann allerdings vielleicht 110 Volt. Ja. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch das geringste Problem dann. Ein Wechselrichter mit 110 Volt kriegt man auch da. Ja, so ist es genau. Im Notfall. Im Notfall, ja. So, da vorne. Ach, ihr habt eine russische Standheizung. Das finde ich ja geil. Ja. Eine Dieselheizung. Ja, genau. Die habe ich auch bei mir im VW-Bus. Wir haben eine 4 kW Diesel-Luftheizung. Die von Planar. Genau. 4D sowieso. Die ist der Hammer. Die macht so warm. Ja, klar. Genau. Und braucht relativ wenig Diesel, weil wir sind auch im Wintersport aktiv. Wir wollen also ganz einfach zum Skifahren fahren. Und da ist ein Funkmodul dran, also von der Alm oben schalte ich dann meine Heizung an. Ihr könnt das vom Handy praktisch aktivieren. Ganz genau. Ja, das ist gut. Also die ist auch wirklich unkaputtbar. Also die Planarheizung, also nichts gegen jetzt Webasto und Co. Die kosten einen Bruchteil davon und es gibt sogar ein neues Ventil, dann ist das Klackern nicht mehr so stark zu hören. Korrekt. Sie meinen die neue Pumpe? Ja, die neue Pumpe. Die neue Pumpe, ja, die hat auch dann gleichzeitig die Höhenregulierung. Ja. Ja, und da oben, das ist also ein 2 Meter mal 1,40 Meter Bett. Ich mal kurz rein. Das ist groß, gell? Das ist gut. Ja, und aus dem Fenster da oben komme ich also auf mein Dach ganz locker. Ja, locker.
Ja. Das heißt, man braucht keine Leiter, nichts. Nein, ich brauche keine Leiter, ich kann alles von innen machen. Und die Dachfenster, die kann man aufstellen. Ja, das ist auch jetzt aufgestellt. Ah, prima. Ich kann es ja mal aufmachen. Ja, bitte. Ich will einmal kurz die Kamera raushalten, weil die Leute immer ganz gespannt sind, wie das auf so einem Dach aussieht. 800 Watt Solar bedeutet, du kannst effektiv auch bei bewölktem Wetter laden, richtig? Ja, und gleich auf der anderen Seite kann ich also die Solarzellen also auch noch schwenken, wenn ich will. Was auch toll ist, ein kleines Detail, hier kann man draufsteigen zum Hochgehen, richtig? Korrekt. So, das sind heißt, einfach Schubladen. man kann beide benutzen. Warte, ich mach das mal gerade. Bei dir hat es funktioniert, ich hoffe, Nee, das funktioniert. funktioniert auch. Und das ist das Dach. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kann es gerade nicht sehen. Stark. Ich kann mich ja draufknien, warte. Ich zeige das mal gerade. Ja, klasse. Mensch, Wolfgang, da hast du aber lange dran gebaut, oder? Ja, circa 2 Jahre. Also das erste Jahr war ich noch berufstätig, dann immer nur am Wochenende. Und im zweiten Jahr habe ich dann nach Lust und Laune dran gearbeitet. Aber schöne Details habt ihr hier, wie so diese Körbe, die da sind, die sinnvoll sind. Ihr habt ein richtiges Radio eingebaut. Ja, da ist gleichzeitig auch noch ein Navigationssystem drin, sodass wir also abends dann auch noch mal gucken können, Wie weit wir gefahren sind. Wo fahren wir morgen hin. Da ist der Faltenbalg, hier sieht man es ganz gut. Genau. Das Radio ist drin. Das ist das Navi. So, und dann hast du das auch mit drin. Das ist ja auch nicht mehr so teuer heutzutage. Nee, kostet nichts mehr. Da vorne. Da kann man dann durchgucken. Das heißt, im Notfall könnt ihr ja sogar von vorn nach hinten gehen. Genau. Das ist auch ganz praktisch, gell? Wenn du mal schnell starten willst. Ja, vor allen Dingen, wenn ich im Stau stehe und dann meiner Frau sage, ich möchte gerne ein kaltes, alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank haben, dann kann die mir das holen gehen. Ich habe gedacht, wenn du im Stau stehst und willst dich mal hinlegen zum Schlafen, wenn es länger dauert. So, ihr habt hier eine Sitzecke, die kann man umrüsten zum Schlafen? Die kann man auch umrüsten zum Schlafen, weil wir können mal Besuch kriegen oder wenn ich ganz einfach mal zu viel schnarche, dann geht meine Frau dann hier nach vorne. Ja, ihr habt einen Ofen? Ja, wir haben einen Backofen drin, wir haben einen dreiflammigen Herd. Ja, also da, wo man auch vernünftig drauf kochen kann. Wir haben auch eine große Außenküche, die können wir uns gleich nochmal anschauen. Ja. Also wir kochen hier nur bei schlechtem Wetter. Okay, die Außenküche, so ein Fisch macht man nicht hier drin. Nee, die machen wir nicht. Die Nudeln schon. Nudeln schon, aber wenn das Wetter es zulässt, kochen wir draußen. Hier vorne habt ihr so einen kleinen Schrank. Was ist da drin so? Alles das, was man irgendwo verstauen muss. Er fängt an bei CDs, gehen weiter über Kabel fürs Handy zu laden. Man braucht immer irgendwelche kleinen Staufächer, wo man irgendetwas verstecken kann. Das stimmt, ja. Alles handgebaut, das heißt, du bist auch Schreiner. Nein, ich bin Kfz-Meister und komme eigentlich aus dem Metallbereich. Man sieht's. Also du kannst auch schreinern. Ja, ich sag mal, ein Schreiner oder Tischler dürfte jetzt nicht hier reinkommen, der würde sagen, oh Gott. Aber für uns ist es gut genug. Ja, ich denke, das ist auch gar nicht so wichtig. Ja, ich gucke mal ganz kurz einen kleinen Blick ins Führerhaus. Das ist denn wahrscheinlich der Flair der 80er Jahre so ein bisschen? Nee, gar nicht. Also das Graue, was wir da sehen, ist also Kunstleder, was ich habe beziehen lassen. Das ist eines der wenigen Sachen, die wir haben machen lassen. Weil es ist ja so, dass man sehr viel Zeit im Fahrerhaus verbringt. Ja. Und da haben wir gesagt, wir wollen es da vorne also auch gemütlich haben. Wir haben also vernünftige luftgefederte Sitze da drin, wir haben vernünftige Radioanlage und so weiter. Die Batterie ist Lithium? Noch nicht. Wir haben 460 Ampere AGM-Batterien, die immer voll sind. Immer voll sind. Durch die Solaranlage. Ja, also ich hab noch nie erlebt, dass die unter 95% waren. Und das hält schon, gell? Ja, also wie gesagt, wir haben eigentlich nur als Stromverbraucher den Kühlschrank. Die Heizung ist aus Diesel. Mit Gas kochen wir. Ihr habt doch keine Klimaanlage, die da frisst? Klimaanlage, nein, haben wir nicht. Ist das. Was ist da drin? Töpfe? Ja, das sind einfach Töpfe. Super. Töpfe, Besteck. Wolfgang, ich mache mal einen ganz kurzen Cut. Ja. Gleich Teil 2 im Steyr. Hat der Namen? Scorpion. Scorpion heißt der Wagen. Ja. Okay, bis gleich. Bleibt dran. Ja, der Kfz-Meister Wolfgang wäre nicht der Wolfgang, wenn er nicht noch eine Überraschung auf Lager hätte. Denn hinter diesem Dreieck, hinter dieser rückwärtigen Klappe,
Da versteckt sich was, Wolfgang. Da versteckt sich unsere Außenküche, weil wir essen sehr gerne Fisch. Und auch Scampis und sowas. Und sowas dann im Innenraum zu braten, da hat man dann 2, 3 Tage von. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen unbedingt eine Außenküche. Grillen ist ja eine Sache, aber Abwasch, wie läuft's denn da? Das am besten auch draußen. Nee, aber wer macht denn das, du oder Ja, er? ich. Warum denn? Das ist halt so. Ist das so, Er räumt dann auf. er räumt den auf. Ja, Er grillt aber auch. aber das auf jeden Fall. Okay, super. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Wir werden gerade mal gucken. Laila war kurz im Weg, So, das ist unsere Außenküche. aber auch kein kleiner. Ja gut, die kann ich also ausziehen. Hier haben wir eine kleine Ablage, weil sehr oft hat man ganz einfach Probleme, dass die Kocher nicht eine vernünftige Kapazität haben. Das heißt, die Pfanne wird nicht richtig heiß und so weiter. Wir haben jetzt hier den Anschluss, den Gasanschluss. Darüber haben wir gleich auch noch eine Außendusche mit warmem und kaltem Wasser, sodass wir also auch von hier draußen duschen können. Super. Das Spannende dabei ist, überall hast du entsprechende Fächer eingebaut. Das heißt, du weißt aber auch irgendwann mal, wo alles liegt, oder? Du wirst lachen, wir haben uns überlegt, dass wir die 3, 4 Tage, die wir jetzt hier sind, auch dafür nutzen, dass wir uns mal einen Plan machen, Das alles zu kartografieren. was ich alles wo habe. Unter anderem ist da die Saatschüssel. Letztes Mal ist mir passiert, ich wusste nicht mehr, wo der Wagenheber war. Und dann habe ich überlegt, ich habe Hubstützen von Goldschmidt. Also Ja. ich brauchte gar keinen. Okay. Ich habe ihn nämlich ausgeladen. Deswegen, ja toll. Das heißt, hier hast du den Gasanschluss, da ist die Außendusche, die drin ist. Da oben hast du nochmal 3-mal USB mit drin. Genau. Und hier kannst du 3 Flammen machen. Ich kann hier 3 Flammen machen. Wenn du kurz mal wartest, was sind das da in der Mitte? Was sind das Zum da? Warmhalten, eine Warmhalten. Warmhalteflamme. Eine warmhalteflamme. Und da stellst du direkt einen Topf drauf jetzt. Ja genau, also ja, nicht ganz. Hier gibt es noch einen Einsatz, der oben drauf Ah, kommt, okay. wo dann direkt der Topf Alles klar, drauf kommt. verstanden. Dann haben wir noch eine große Pfanne, so eine Paella-Pfanne. Dann haben wir auch gleichzeitig hier noch einen Beefer drin, wo wir also Steaks und so weiter machen können. Ich habe es befürchtet. Ja, Und hier, das ist ein sehr nützliches Teil. Wenn es also sehr windig ist, können wir also das hier oben abgrenzen, damit die Flamme nicht... also ich habe gedacht, das wäre für deine Frau, damit die braun wird. Wenn die so... Ja, das hat meine Frau nicht nötig. Warte mal, jetzt nochmal? Gestern Abend hätte der Windschutz nichts gebracht. Ja, da war es windig. Ja, wäre alles, dann geht die Flamme Ich glaube, da ist auch einer ja. rumgefahren und hat euch gewarnt, gell? Genau, und das so war war das. gut so. War gut so. Axel Fröhlich, der Veranstalter. Der Axel Fröhlich, der ist mir schon begegnet hier. Wenn du mir mal kurz erklärst, wo wir sind gerade, in welchem Ort sind wir? Wir sind jetzt hier in Wahl am Niederrhein, das ist in der Nähe von Xanten. Genau, und hier gibt's, der ist ziemlich bekannt, der Platz. Hier gibt es nämlich ein Kraftwerk. Das Ex-Kraftwerk Kalkar, was jetzt auch umfunktioniert worden ist, ich glaube irgendwas mit Wunderland, sowas ähnlich wie Klein Phantasialand. Das war mal ein Atomkraftwerk, oder? Das war ein Atomkraftwerk, ja, welches aber auch nicht über die gesamte Laufzeit lief. Ich glaube, das war eher so ein Testteil, ja. Super. Ja, also nochmal, du hast auch diese Klappe selbst gebaut. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Diese Stauklappen hier, alles was aus Stahl ist, kann ich selber fertigen. Aber diese Klappen sind aus Aluminium, die kann ich nicht schweißen. Die habe ich anfertigen lassen. Nach meinen Plänen. Der Hammer hier, der Kleine. Ich nehme an, das braucht man, wenn man so ein Fahrzeug fährt und Reifen und Co. oder wie? Korrekt, also hier hinter sind auch diverse Schippen und Äxte und alles Mögliche drin. Zum Ausgraben. Zum Ausgraben. Und hier vorne der Hammer ist die Verschlussklappe für diesen Bereich. Da ist ein Schloss hinten drauf. Wenn ich das losmache, komme ich an alles dran. Weil wenn man sich die Felgen ansieht, das sind dreiteilige Sprengringfelgen. Die kann ich also einen Reifen selber wechseln ohne Reifenfirma. So, nochmal hier. Du kannst sie selber wechseln. Ja, Echt? ja klar. Überhaupt kein Problem. Die habe ich auch selber draufgezogen. Ja, und das Hochheben, das Ersatzrad, wie machst du das? Ganz einfach. Dafür müssen wir mal nach vorne gehen. Warte, ich zeig das mal. Ganz einfach, hat er gesagt. Ist nicht schwer, sagt auch die Frau. Man kann es jetzt schlecht sehen. Da oben dieses rot-weiße, das ist das Reserverad. Ja, Dahinter ist eine Klappe, dort ist ein Kran drin. ja.
die 2 silbernen Schrauben, die man oben dran sieht. Oben drauf sind auch noch 2 silberne Schrauben. Da wird der Kran montiert. Ich gehe mal gerade ein Stückchen zurück, da sieht man zumindest mal das Reserverad. Das liegt oben drauf und da ist ein Kran drüber. Ja, da ist ein Kran drüber und den kann ich rausschwenken und dann kann ich das Rad hier an der Seite runterlassen. Das ist überhaupt kein Problem. Wahnsinn. Eine Seilwinde brauchst du nicht. Eine Seilwinde haben wir auf der Rückseite. Sag mal. Oder Die ist jetzt noch nicht dran, weil, Die ist noch nicht dran, die weil kommt. der Lift ja noch. okay, verzinkt verstanden. ist. Jetzt habe ich verstanden. Weil wir gehen davon aus, wenn wir irgendwo reinfahren, wo wir stecken bleiben, ist es einfacher, uns wieder auf derselben Spur nach hinten rauszuziehen, als nach vorne rauszuziehen. Ich sehe schon, also der Kfz-Meister und was hast du noch gelernt? Was war's? Ja, ich habe Kfz-Meister gelernt und war nachher in der Automobilzuliefererindustrie. Also du kennst dich aus. Dem Ingenieur ist nicht zu schwören, so ist es dann. So ungefähr. So, prima. Also durchdacht ist es, als du dir das vorgenommen hast, du hast die Kabine, die hast du ja auch nicht selber gebaut, oder? Doch. Die hast du selbst gebaut. Ja, die Kabine war ein Ex-Kühltransporter, es war ein holländischer Blumentransporter, Echt? ja, der über 6 Meter lang war. Den habe ich auseinandergebaut, sodass ich nur noch Einzelteile hatte. Habe den gekürzt auf das Maß, wie wir es haben wollten und haben den dann wieder zusammengebaut. Sag mal, wenn du da jetzt so sitzt, in deinem Stuhl da, die Leute denken ja auch, die müssen Millionäre sein, oder? Genauso ist es. Diese Autos sind wirklich teuer, aber gut, wir haben das Auto gekauft, das untere und das andere selber gemacht. Trotzdem, es hat ja jetzt ein bisschen was gekostet, aber ich sag mal, ihr seid jetzt quasi Allradmillionäre mit viel Understatement, denn ihr habt das selber gemacht. Ja, genau, so sehe ich das auch. Aber so wie ich euch beide jetzt so sehe, könntet ihr jetzt auch in Cannes da auf dem Campingplatz fahren und da, ich sag mal, neben einer Segelyacht da ganz locker stehen, oder? Wir Könnten wüssten wir. uns zu benehmen, ja. Das ist nur zu Ich benehmen. wollte es aber gar nicht. Ihr habt mir erzählt, ihr wollt eine schöne Tour machen. Ostpreußen ist das große Thema, da kommen die Eltern her, von deinem Mann, richtig? Ja, richtig. So, und da habt ihr euch ein bisschen schlau gemacht von der Tante, die hat euch mal ein bisschen erzählt, wo die dann gewohnt haben und so. Genau. Das ist so, das steht auf dem Zettel. Ja, also es ist, der Weg ist das Ziel. Ja? Also wir haben jetzt nicht unbedingt das Ziel, jetzt Tilsit oder Königsberg unbedingt zu finden, also die genauen Begebenheiten, sondern wir wollen rund um die Ostsee fahren. Wir wollen durch Polen fahren, durch Estland, dann über Finnland, Lettland, Finnland, Schweden, Norwegen zurück. Und dadurch, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, können wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. So, du bist schon in Rente quasi. Das stimmt. Du auch noch nicht. Ich auch, doch. Wie geht das so jung? Ich bin gar nicht jung. Gut gehalten. Ja, ja, klar. Gute Pflege. Gute Pflege, so ist es. Der ist noch jung, der Hund? Der Hund ist Das ist jetzt. der einzige Der ist der, Junge und Schlanke. der ist der Einzige, der richtig jung ist, ist 2 Jahre alt. Ja, der ist süß. Was ist das, Schäferhund? Das ist ein richtiger Schäferhund, der kommt aus einer DDR-Linie. Das sieht man auch an dem, dass er da hinten nicht so einen abgehenden Rücken hat. So, der hat noch den alten, Genau, der hat, Sollte den geraden Rücken den haben, geraden ja. Rücken, genau. und deswegen haben die Hunde auch nicht so viele Probleme mit HD. Okay. Ja, ich habe mal damals so die Dokus geguckt über die Hunde. Und da kriegt man noch die auch in den 30er Jahren noch so aktuell waren, sage ich mal so. Ja. Da waren die Hunde alle noch gerade. Waren die alle noch gerade. So, jetzt sieht man es hier vorne. Ja, schön. Also es ist so ein bisschen Afrika-Feeling mitten an der holländischen Grenze. Ist das weit weg von Holland hier? Nein, ich glaube, wir könnten in 10 Minuten in Holland sein. Ja, ich glaube auch. So ist es. Ja, In der Viertelstunde in Belgien. toll. Also herzlichen Glückwunsch. Nochmal. Was sagst du? Ein Hauch von Marokko. Das habe ich eben schon, da war das so ein bisschen, das sind diese Bämbel, die hier sind, die Quasten. Da habe ich gefilmt und die sind so ein bisschen, hatte ich die Gefahr immer, die gehen jetzt ins Bild und schlagen deinem Mann ins Gesicht, Genau. aber es ist nichts passiert, die sind noch weich, Ich habe oder? auch gedacht, ja. Ja gut, das ist halt alles noch nicht perfekt. Wir haben noch keine Lösung für das finden wir Sonnensegel. noch. Ja? Aber ich glaube, dass also viele Dinge, die stellen sich erst raus, wenn es benutzt, oder? So ist es, ja. Genau wie mit unserem Waschbecken. Da sind wir auch im Überlegen, dass wir Was war da falsch? Das Waschbecken ist einfach zu klein. Ja. Es geht alles daneben. Und man kann dann einfach nur immer wieder trocknen, weil es auf einer Holzplatte ist und das ist ja auch schade. Immer wieder trocknen ist doof für Frauen, gell? Das ist es, ja. Ja. Staubsauger habt ihr? Dyson? Ja, nee, einen kleinen Handstaubsauger. Ja. Ist er denn ordentlich, dein Mann? Nee, überhaupt nicht. Ist das schlimm? Es geht.
Nee, es ist auch. Es gibt Schlimmeres. Ja, ihr steht jetzt von einer großen Karriere eventuell rauszufahren. Hast du Angst, da irgendwo frei zu stehen? Nö, überhaupt nicht. Ihr habt einen Hund Wir dabei. haben diesen Hund und da braucht man keine Angst haben. Das heißt, ihr wart jetzt schon unterwegs mit dem Fahrzeug, als es noch etwas weniger gewogen hat. Da war es ja, genau, da wart ihr unterwegs. Was war denn so das Schönste, was ihr erlebt habt da? Also uns hat natürlich sehr gut die dänische Küste gefallen, weil wir da auch mit dem Fahrzeug direkt auf den Strand fahren können. Ach so, der hat ja Allrad. Genau. Und dann natürlich, wir sind durch die Provence, durch die Lavendelfelder, dann ab an die Côte d'Azur zu meinen alten Windsurf-Spots, die ich früher besucht habe. Das ist mal ein Windsurfer. Ich war mal Windsurfer, ja. Aber das, ihr seid ihr schon wie lange zusammen? 4 Jahre. Da Okay. kannte ich ihn noch. Achso, da nicht. war noch kein Windsurfer. Nein, doch, das Doch, da war Windsurfer. hat er da hinter sich gehabt. Ja, toll. Also Atlantik musste erwähnen. Ah ja, Der Atlantik, Dann sind französische wir von der Atlantik. Côte d'Azur an den Atlantik und dort gibt es so viele schöne Strände, wo man also auch frei stehen kann. wo man auch normal nicht hinkommt, oder? Mit einem normalen Auto? Ja, weil man darf sich also nicht unbedingt an einer Landkarte orientieren, sondern wir haben vorne in unser Führerhaus haben wir einen Computer mit Google Earth und dann gucken wir uns auf Google Earth irgendwelche Feldwege an, die nicht unbedingt auf jeder Landkarte drauf sind. Ja, erlebt man wahrscheinlich auch Überraschungen, Bäume, die vielleicht im Weg stehen. Der ist ja recht hoch. Wie hoch ist der? Das kann man zum Teil also auch sehen. Wir haben uns auch schon die eine oder andere Lampe abgerissen, aber Das gehört dazu. das gehört dazu, das muss so sein. Ja, vielen Dank euch beiden. Wenn du jetzt nochmal vor der Entscheidung ständest, oder ich frag dich mal, das ist ja auch für die Beziehung belastend, so ein Teil, oder? 2 Jahre bauen, der ist wahrscheinlich der Mann ja. öfter mal in der Werkstatt gewesen. Ja, es war anstrengend. Es war Hat es wirklich gelohnt? anstrengend. Auf jeden Fall. Ich wollte das ja haben. Die Idee ging von mir aus. Echt? Warum? Ja, weil ich sowas immer schon mal haben wollte. So ein dickes Ding. Ja, ich wollte kein normales Wohnmobil haben. Ich möchte dann auch gerne irgendwo hinfahren, wo nicht jeder hinkommt. Jetzt mal ohne Witz, wenn du nicht auffallen willst, ja, dann darfst du aber nicht so ein Ding holen. Weil du bist ja wahrscheinlich auf jedem Campingplatz kommen Leute und sagen, Das stimmt, ja. Aber wir stehen ja kaum auf dem Campingplatz. ja, aber auch sonst. Ich meine, Ja, ich sag mal so, das Ding ist ja leicht zu finden. Ja. Wenn es irgendwo steht, es ist uni lackiert. Also man sieht es schon, oder? Es wird andauernd fotografiert. Ist doch schön, oder? Das ist schön, ja, aber dafür haben wir das nicht. Aber wir haben uns auch eine Farbe ausgesucht, die man nicht so unbedingt sieht, wenn wir irgendwo zwischen ein paar Bäumen sind. Ja, man Sehr schön. gut verstecken. Ganz gut Ja. verstecken. Ja, so, das braucht ihr aber nicht, denn du hast es ganz toll ausgebaut. Ich bin ganz stolz auf dich. Deutsche Wertarbeit vom Rhein in der Nähe von Koblenz, richtig? Korrekt, ja. Und das NR steht nochmal für? Neuwied Rhein. Ah ja, sehr schön. Tschüss.